The first lecture I would like to talk about the Messiah in the Old Testament. Im ersten Vortrag möchte ich über den Messias und das Alte Testament But I reden. specifically would like to speak about the Messiah in the Torah. Aber ich möchte besonders über den Messias in der Tora sprechen. And I would like to speak about the Messiah as the linchpin of the Torah or the Old Und Testament. ich möchte über den Messias, das den Dreh- und Angelpunkt des Alten Testamentes sprechen. And we talk about a linchpin, it's the pin that holds everything together. Dieser Splint, der hält alles zusammen. And so as we think through the message of the Torah and the Messiah, Wenn wir über die Botschaft der Tora und des Messias sprechen, we're going to come to one of my theme verses. dann werden wir über einen meiner Lieblingsverse sprechen. But I would like to get you to consider for a moment a problem. Aber zuerst möchte ich mit euch über ein Problem sprechen. Okay, so I'm going to present the problem. Ich werde das Problem euch vorstellen. So on the one side, you have the New Testament claim about the Torah. Auf der einen Seite habt ihr das, was im Neuen Testament über die Tora gesagt wird. So Jesus says in John 5:46. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 46. I'm supposed to turn this, right? Yeah. Where do I point it? Oh, here. Ein Problem. Oh, this is nice. Okay. Very nice. So can you read that? It's up there or here. Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. I have a very good idea. Let's switch sides. See. There we go. Because I can't understand that. So I want you to notice this is before Jesus died and rose again. Das war vor der Zeit, als Jesus gestorben und dann wieder auferstanden ist. Jesus is talking to the religious leaders who know the Torah very well. Jesus spricht zu den religiösen Lehrern, die die Tora sehr gut kennen. And Jesus actually says that I'm not going to be the one that's going to accuse you at the judgment. Und Jesus sagt, ich bin nicht derjenige, der beim Gericht euch verklagen wird. It's going to be Moses. Es wird Mose sein. In fact, had you believed Moses, you'd believe me because Moses wrote about me. Und er sagt, wenn ihr Mose geglaubt hättet, dann würdet ihr mir glauben, denn Mose hat über mich geschrieben. Now, I've got to be very honest with you. Ich muss sehr ehrlich mit euch sein. I always believed that verse was true. Ich habe immer geglaubt, dass dieser Vers stimmt. I never doubted the authority of Jesus. Ich habe die Autorität Jesu nie angezweifelt. But I just didn't understand how that verse was true. Aber ich habe nicht verstanden, wie dieser Vers wahr ist. It seems from what Jesus is saying that a faithful reading of the Torah will make one a follower of Jesus. Jesus scheint hier zu sagen, wenn man die Tora treu und gut liest, dann führt es automatisch zu Jesus. That Moses actually in the Torah wrote about Jesus. Dass Mose eigentlich in der Tora wirklich über Jesus geschrieben hat. Now so far you say, well, what's the problem? Bis dahin könnt ihr sagen, ja, was ist das Problem? Okay, let me ask you, I want to give you a test. Ich möchte euch einen Test machen mit euch. I work at a Bible college, I like to give tests. Ich arbeite in einer Bibelschule, ich gebe gerne Tests. So I don't want you to think about any other book other than the 5 books of Moses. Ich möchte, dass ihr jetzt nicht über irgendein anderes Buch nachdenkt, nur die 5 Bücher Mose. Who can tell me a verse about the Messiah in the Torah? Wer kann mir ein Vers über den Messias in der Tora erwähnen? You're allowed to yell it out. Pretend this is Israel. Ihr könnt einfach rufen, wie in Israel. Okay? Who knows a verse about the Messiah in the Torah? Wer kennt einen Vers in der Tora über den Messias, in den 5 Büchern Mose? I understood the Schlange und der Kopf. I got that. Yeah. Exactly. So Genesis 3:15. 1. Mose 3,15, er wird der Schlange den Kopf zertreten. So I need just somebody who's really good with numbers just to remember it. We have one verse. Also ein Vers haben wir, jemand, der gut in Zahlen ist, soll sich das merken. Who can name another verse? Wer kann einen anderen Vers nennen? Von Bileam. Ich sehe ihn, aber noch nicht den Stern aus Jakob. The Balaam narrative with the star from Jacob.
Bileam mit dem Stern von Jakob. I understand German, but not Schweizerdeutsch. Okay? So we have two where Balaam actually foretold the coming of a king who would crush the head of Israel's enemies. Also Bileam hat vorausgesagt, es wird ein König kommen, der den Kopf der Feinde Israels zertreten wird. We have two verses. 2 Verse. Other verses? Sonst noch Verse? Einen Prophet, wie Jesus der So a prophet like Moses. See, I get everything here. Yeah. You can go sit down. Okay. So we have Deuteronomy 18:15, where Moses says that God would raise up a prophet like him. 5. Mose 18:15, wo Mose sagt, Gott wird einen Propheten wie mich erwecken. And in the second lecture, we're going to speak a lot about the meaning of that verse. Und im zweiten Vortrag werden wir viel über die Bedeutung dieses Verses sprechen. We have 3 verses. 3 Verse haben Other wir. verses. Sonst noch Verse? We're stuck, right? Wir stecken fest. One more, please. Vielleicht noch einen Vers? Und Gott sprach, lass uns Menschen machen. And God said, let us make men. Okay, now that verse testifies to the plurality of the one God. Ja, dieser Vers spricht darüber, dass Gott mehr als eins ist. But I'm not so sure that that's a messianic prophecy. Aber es ist nicht unbedingt eine messianische Prophezeiung. In other words, I'm looking for verses that we can say this is a prediction of the coming Messiah. Ich suche Verse, wo wirklich vorausgesagt wird über den Messias. But I agree with you that that's a very important verse for our faith. Aber ich gehe mit dir eins, es ist ein sehr wichtiger Vers für unseren Glauben. And because I'm feeling generous today, Und weil ich großzügig mich heute fühle, we'll include that in our list. nehmen wir das in unsere Liste mit auf. 4 4 Verse. more. Yes. So wie Mose in der Schlange so wie Mose Okay. die Schlange erhoben hat. I know Schlange. Yeah, Schlange on the pole. I get that. So Schlange am Stab. Jesus doesn't actually say about the snake on the stick that verse predicted him, but that we could learn who Jesus is by comparing what happened to Jesus with the snake. Also Jesus sagt nicht, diese Stelle hat mich vorausgesagt, aber es ist ein Vergleich, der etwas aussagt über Jesus. In other words, Jesus says, like the serpent was lifted up, so the Son of Man will be lifted up. Also Jesus sagt, wie die Schlange erhöht wird, so wird auch der Sohn des Menschen erhöht But werden. he doesn't say that Jesus was lifted up to fulfill what happened to the snake. Aber was mit Jesus passiert, die Erhöhung Jesu, ist nicht eine Erfüllung dessen, was bei der Schlange passiert ist. But we'll include that in our list. Aber wir nehmen es auch in die Liste auf. 5 5. more. Der Fels, wo Wasser rauskam. The rock where water Der gushed. Fels, wo Wasser rauskam. Okay, would you know without the New Testament that that's a verse about Jesus? Würdest du wissen von diesem Felsen, wo Wasser rauskommt, ohne das Neue Testament, dass dieser auf Jesus hinweist? That would be kind of hard, Das wäre ein bisschen schwierig, ohne das Neue Testament zu haben. but I'll give it to you. Aber lassen wir auch gelten. 6 6. more. Yes, this lady over here. Yes. Very good. You need to translate that into German? I understood every word, but that was English. I didn't really get it. So she said that in Genesis 49, when Shiloh comes. Also in 1. Mose 49, wenn Shiloh kommt, genau. 7 Deuteronomy 18:15. Yes, we already said that one. So Haben wir schon gesagt. you've spoken about 7 verses. Ihr habt über 7 Verse gesprochen. I'm feeling very generous. Let's just inflate it to 12 verses. Ich bin sehr großzügig heute. Wir werden es auf 12 Verse ausweiten. So in the Torah, 12 verses predict the coming of the Messiah. Also in der Torah sind 12 Verse, die auf den Messias hinweisen. Does anybody know how many verses there are in the Torah? Wisst ihr, wie viele Verse es in der Torah hat? 5,853 verses. 5.853 Verse. Okay, so
12 verses out of 5,853 verses speak about the Messiah. Also 12 außer diesen 5853 Versen reden über den Messias. If you're good at math, you might want to try to figure out the percentage of total verses that speak about Jesus in the Torah. Wenn du gut in Mathematik bist, kannst du hier noch die Prozentzahl ausrechnen, in welchem Verhältnis das steht. I'm terrible at math, but what I understand, it's about 0.17%. Also ich bin schlecht in Mathematik, aber für mein Verständnis ist es ungefähr 0,17%. And this was my problem. Und das war mein Problem. In the one sense, when I read the words of Jesus, it's clear to me that a careful reading of the Torah ought to lead us to faith in him. Auf der einen Seite weiß ich, wenn man über Jesus, wie es einem wichtig ist, wenn man die Tora liest, sollte es zu Jesus hinführen. Das wusste ich. But as I read carefully through the Torah, to be honest, I really struggled to see how that was such a clear message. Aber wenn ich dann durch die Tora mich durchgelesen habe, dann habe ich das nicht wirklich gesehen. Es war für mich nicht herausleuchtend. So the question then we have to ask is how exactly that verse true? Die Frage, die wir uns jetzt hier stellen müssen, ist, wie kann dieser Vers jetzt interpretiert werden? We're not asking if that verse is true, because of course it's true. Wir fragen nicht, ob dieser Vers wahr ist, wenn natürlich er ist wahr. But we need to ask, how is that verse true? Wir fragen uns, wie ist dieser Vers wahr? There have been a couple of solutions that have been offered. Es gibt verschiedene Lösungen, die Leute vorgeschlagen haben, wie man das Problem lösen kann. One solution is what Bible scholars call sensus plenior. Eine Lösung ist, dass die nennen Bibelstudierende den Sensus plenior. Sensus plenior comes from the Latin and it means a fuller meaning. Es kommt vom Lateinischen und bedeutet eine bessere, weitere, erweiterte Bedeutung. So what some scholars claim is that Moses really had no idea what he was writing about. Also manche denken, Mose hatte eigentlich keine Ahnung, worüber er geschrieben hat. And so he many times accidentally wrote about the Messiah. Und manchmal hat er dann aus Versehen über den Messias gesprochen. If you would have interviewed him and you would have said, Moses, what are you writing about? Wenn du dann gefragt hättest, Moses, worüber sprichst du jetzt gerade? Was schreibst du? He would say, I don't know. Dann hätte er gesagt, ich weiß es nicht. But the belief is that God knew. Aber der Glaube dann ist, Gott wusste es. So the Holy Spirit intended what Moses did not. Also der Heilige Geist hat dann was bezweckt, wovon der Mose nichts gewusst hat. And so with the help of Jesus and the New Testament, we can come back and we can now see Jesus in the Torah. Und mit der Hilfe von Jesus und dem Neuen Testament können wir dann zurückgehen und wir können Jesus in der Tora sehen. But that doesn't really help us understand John chapter 5. Aber damit können wir Johannes Kapitel 5 nicht wirklich verstehen. Because Jesus is speaking to the Pharisees who do not believe in him. Denn Jesus spricht zu den Pharisäern, die nicht an ihn glauben. Jesus is speaking to the Pharisees before the New Testament was written. Jesus spricht zu den Pharisäern, bevor das Neue Testament überhaupt geschrieben And wurde. he's expecting them to, after reading the Torah, come to the conclusion without his help. Und er erwartet von ihnen, dass wenn sie die Tora lesen, dass sie dann auf den Schluss kommen, dass Jesus drin vorkommt, ohne seine Hilfe. So what I would like to suggest to you is another solution. Ich möchte euch eine andere Lösung vorschlagen. What we say in Latin, sensus literalis. Auf Lateinisch sensus literalis. The sensus literalis means that Moses really was a prophet. Sensus literalis bedeutet grundsätzlich, Mose war wirklich ein Prophet. After all, Moses said that God would raise up a prophet like him. Mose hat gesagt, Gott wird einen Propheten wie mich erwecken. So what I would like to suggest to you is that the literal meaning of the Torah is messianic. Was ich euch vorschlagen möchte, ist, die wörtliche Bedeutung der Tora ist messianisch. That Moses intended us through a careful reading of the Torah to come to Jesus. Mose wollte, dass wenn wir die Tora sorgfältig lesen, dass wir auf Jesus hingewiesen werden. But you say, but how can that be? Because there are so few verses that actually talk about Jesus in the Torah. Aber dann fragt ihr, wie kann das sein? Es sind so wenige Verse, die wirklich über Jesus in der Tora sprechen. So I'd like for you to rethink
the solution. Ich möchte, dass ihr nochmals über die Lösung nachdenkt. What I could say is this book tries to prove what I'm going to share with you in the lecture. Dieses Buch hier wird versucht, das zu beweisen, worüber ich heute Nachmittag spreche. What I'm saying is that if we carefully read through the Torah, we will come to realize we need the Messiah. Das Buch zeigt, wenn wir die Torah sorgfältig lesen, dann werden wir zum Schluss kommen, wir brauchen den Messias. So, has anybody here ever read The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis? Hat jemand von euch schon mal den König von Narnia gelesen, von C.S. Lewis? Do you know the book? Kennt ihr das Buch? A few people have read it. Ein paar haben es gelesen. Yeah, so it's a story about a lion who comes and he rescues Narnia. Es ist die Geschichte von diesem Löwen, der kommt und Narnia errettet. And so, when you think about the book, The Lion, the Witch, and the Wardrobe, Also wenn ihr über das Buch Der König von Narnia nachdenkt, who has read it? Hands up. wer hat es gelesen? Or knows the movie anyway? Oder wer kennt den Film? Yeah, then now we got more hands. Good, 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 good. Okay, good. Okay. I knew I needed to ask that. Who has seen clips on YouTube? Wer hat es in YouTube schon gesehen? So, another test. Ein anderer Test. Who is the hero of the book? Wer ist der Held des Buches? Aslan, the lion. Aslan, der Löwe. Are you sure? Bist du sicher? You see, if you think about the story, the beavers appear in the story much more than Aslan. Wenn man die Geschichte nachdenkt, die Biber kommen viel mehr vor als der Aslan, der Löwe. So maybe the beavers are the hero. Vielleicht sind die Biber die Helden. Because the beavers appear a whole lot more than Aslan. Denn die Biber kommen viel mehr vor. So let's change our minds. Let's say the beavers are the heroes. Vielleicht sind die Biber die Helden, sagen wir das mal so. What do you think? Was denkt ihr? The beavers the heroes? Sind die Biber die You like the Helden? beavers, right? Du liebst die Biber. There's something in me that says that can't be true. Etwas in mir sagt, das kann nicht so stimmen. Why can't the beavers be the heroes? Warum können die Biber nicht die Helden sein? What does a hero do in a book? Was macht der Held in einem Buch? Brings a solution. That is perfect. You are ready to give this lecture. Du bist bereit, diese Lektion weiterzugeben. That's exactly it. So let me just simply say this, that heroes don't have to be mentioned a lot. Also ich kann einfach sagen, der Held muss nicht viel erwähnt werden. Heroes don't need to appear on every page. Der Held muss nicht auf jeder Seite erwähnt werden. But you will identify the hero by trying to eliminate them from the story. Aber man kann den Helden identifizieren, indem man versucht, ihn wegzudenken. What happens if we get rid of the beavers in The Lion, the Witch, and the Wardrobe? Was passiert, wenn wir die Biber rausnehmen aus diesem Buch? The book will still work. Das Buch wird immer noch funktionieren. What happens if we get rid of Aslan, the lion? Was geschieht, wenn wir den Aslan, den Löwen, herausnehmen? The book does not work. Dann funktioniert die Geschichte nicht Because mehr. Aslan is the one who destroys the witch. Denn Aslan ist derjenige, der dann die Hexe zerstört. We talk about quality over quantity. Wir reden über Qualität. Die wichtige ist das Quantität. The hero of a book will always solve the problem. Der Held eines Buches wird immer das Problem lösen. Now, there are differences between men and women. Did you know that? Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, habt ihr sicher auch schon gemerkt. Right? Think about shopping. Wenn man zum Beispiel einkaufen geht. Okay, for men it's a mission. Für Männer ist es eine Mission. For women it's an event. Für Frauen ist es ein Event. Right? So when I travel, especially in America, I always go to the clearance racks. Ich gehe jeweils, wenn ich in den USA unterwegs bin, gehe ich dorthin, wo so der Ausverkauf ist. They always hang up the clothes that nobody wanted to buy all year. Sie hängen dort die Kleider auf, die niemand das ganze Jahr einkaufen wollte. And you buy it for really cheap because nobody else wanted it. Und du gehst dann dorthin und kannst die ganz günstig kaufen. You were wondering about this shirt. Now you know. Ihr wundert euch über mein Hemd, jetzt wisst ihr warum. So you go in, you buy the shirt, you like the shirt, you go home.
Du gehst rein, du siehst das Hemd, es gefällt dir, du kaufst es, gehst wieder nach Hause. You're so excited about the shirt, the next day you wear it to work. Am nächsten Tag bist du so begeistert, du gehst mit diesem Hemd zur Arbeit. On your way to work, you look in the mirror and you notice that you have a thread sticking out of your shirt. Auf dem Weg zur Arbeit siehst du, oder ist ein Faden, der raushängt. You're a guy. Du bist ein Mann. If you were a girl, what would you do? Wenn du eine Frau wärst, was würdest du tun? You would pull over on the side of the road. Du würdest auf die Seite der Straße fahren. You would open up your pocketbook. Du würdest deinen Koffer aufmachen. You would move the hair dryer. Du würdest den Föhn wegtun. You would move the microwave. Und den Mikrowellen auch rausnehmen. You would move the makeup kit. Und das Make-up-Kästchen auch wegnehmen. And you would pull out your scissors. Und dann würdest du die Schere herausnehmen. And you would cut the thread. Und dann würdest du den Faden abschneiden. Guys don't do that. Ein Mann macht das nicht. What do? Was machen wir Männer? Ziehen einfach. And by the third pull, you always regret it. Und beim dritten Mal ziehen, dann tut es dir leid. Because by the time you get to work, your shirt is missing one sleeve. Wenn du dann zur Arbeit gehst, dann fehlt dir schon ein Ärmel. There are certain threads that hold things together. Es gibt gewisse Fäden, die alles zusammenhalten. When we think about the passages that were mentioned in the Torah a little bit ago, Wenn wir über diese Verse nachdenken, die wir vorher zusammen gesammelt haben, Genesis 3:15, 1. Mose 3,15, Genesis 49, 1. Mose 49, Numbers 24, 4. Mose 24, Deuteronomy 18. 5. Mose 18. Yes, there are not a lot of verses about the Messiah in the Torah, Es gibt nicht viele Verse über den Messias in der Torah, but they are the threads that hold the story together. aber es sind die Fäden, die die Geschichte zusammenhalten. In other words, if I pulled on those verses really hard, In anderen Worten, wenn ich an diesen Versen ziehen würde, the Torah as a book would come unhinged. dann würde die Torah als Buch auseinanderfallen. We're going to keep moving here. So, I would like for you to consider the problem in the Torah. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, über das Problem in der Torah. In other words, I'm trying to argue that the hero of the Torah is the Messiah. Ich möchte das Argument hervorbringen, der Held der Torah ist der Messias. Because he's the one that solves the problem. Denn er ist derjenige, der das Problem löst. So now we have to ask ourselves, what's the problem? Jetzt müssen wir uns fragen, was ist das Problem? And so we look at the introduction of the Torah as a book. Wir möchten in die Einführung reinschauen der Torah als Buch. And really, all of Genesis 1 through 11 provides us background for one of the greatest moments in history. Und wir sehen eigentlich, den ganzen ersten Teil von 1. Mose gibt uns den Hintergrund der Geschichte für die ganze Weltgeschichte. When God chooses Abraham, Als Gott Abraham auserwählt. that's one of the greatest acts in human history. Das ist eine der größten Handlungen in der Menschheitsgeschichte. One of the most important events in human Eine history. der wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte. And so what I would like to suggest to you is that Genesis 1 through 11 gives us the reasons why God chooses Abraham. Und ich möchte euch hier erklären, dass 1. Mose 1 bis 11 gibt uns die Gründe, weshalb Gott Abraham erwählt hat. And I can show you this very clearly from a verse in the very first chapter of Genesis. Und ich kann das sehr klar euch zeigen aus dem ersten Kapitel von 1. Mose. In Genesis 1:28, In 1. Mose 1, 28. would you please read that? Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Okay, I would like for you for a moment to think of this verse. Ich möchte, dass ihr einen Moment über diesen Vers nachdenkt. Now, we live in a movie culture today. Wir leben heute in einer Kultur, wo vieles über Filme läuft. And when we watch movies, Und wenn wir Filme uns anschauen,
there's always an expectation that the introduction prepares us for the rest of the movie. Dann erwarten wir immer, dass die Einführung, die bereitet uns dann vor auf, was sonst im Film noch passiert. In other words, when you take your little boy to see the movie or your little girl to see a movie, Wenn ihr mit eurem Sohn oder Tochter in den Film geht, you almost expect that at some point during the movie your child is going to pull your shirt dann erwartet ihr, dass irgendwann mal dann im Film wird dann das Kind da am Ärmel ziehen and they're going to say, Daddy, und sagt, Papa, toilet. ich muss aufs WC. It happens. Es kann geschehen. And so you start to hope that it doesn't happen in the beginning or the end of the movie. Und ihr hofft, dass das nicht am Anfang und am Ende des Films passiert. Why? Warum? You miss the beginning, you're not going to understand the movie. Wenn du den Anfang verpasst, dann verstehst du den Film nicht. You miss the end, you're not going to understand the movie. Wenn du das Ende verpasst, dann verstehst du den Film auch nicht. You miss a little bit in the middle, you can kind of figure things out. Wenn du in der Mitte etwas verpasst, dann kannst du es immer noch zusammenreimen. Let me just suggest to you that the opening chapter of Genesis helps us to understand the whole movie that Moses gives us. Ich möchte euch vorschlagen, dass wir es so verstehen. Das erste Kapitel von Mose, 1. Mose, gibt uns ja eine Einführung, dass wir die ganze Geschichte nachher verstehen können, den ganzen Film. Now, I actually have an important question. How much time do I have? How are we doing on time? Wie viel Zeit haben wir noch? 40 minutes left. Okay, good. Okay, so look at the verse again. Also schaut euch den Vers hier nochmals an. So notice, does this verse at all remind you of Abraham? Spricht dieser Vers irgendwie über Abraham? There are three things in this verse that are central to the whole story of the Torah. Es gibt 3 Punkte in diesem Vers, die auf die ganze Torah hinweisen, die wichtig sind dafür. 3 things. What are they? 3 Punkte hier in diesem Vers. Another test. Ein anderer Test. Okay, fruitfulness. To be fruitful. Fruchtbar sein. To have lots of children. Viele Kinder haben. Is that relevant to God's dealings with Abraham? Ist es wichtig, wenn man über Abraham spricht? Hat das da was Zusammenhang? What else? Noch etwas? Rule. To rule. Okay. To rule over what? Worüber herrschen? Okay, to rule over the animals. Über alles Lebendige, ja. But I want you to notice there's something tied to that rule that they're supposed to do. Aber es ist irgendwas verbunden mit dieser Regel, mit diesem Herrschen. Blessing. Ein Segen. Do you see the blessing? Ist da ein Segen drin? God blessed them. Gott segnete sie. Are blessings important in the Torah? Sind Segnungen wichtig in der Torah? Are blessings important for God's choice of Abraham? Sind Segnungen wichtig, wenn man an Abraham und Gottes Erwählung denkt? We have fruitfulness. Wir haben Fruchtbarkeit. And I want you to notice it says something very interesting. Und es sagt etwas Interessantes. It says, und füllt die Erde. Ja? Füllt die Erde, ja. That's good. What does that mean? Was bedeutet das? What does that mean? Was bedeutet das? You know, in Hebrew, the word is to conquer. Auf Hebräisch ist das Wort erobern. And actually, the word for earth is the same word we use for land. There's only one word. Das Wort für Land und Erde auf Hebräisch ist das gleiche. The calling on Adam is to conquer the land. That's what it says in Hebrew. Auf Hebräisch heißt eigentlich, Adam, er soll das Land erobern. Take the land. Soll es einnehmen. Blessing, Segen, seed, Same land. und Land. Are those things important in the story of the Torah? Sind sie wichtig, diese 3 Dinge in der Geschichte der Torah? That's the whole reason God calls Abraham. Das ist der einzige Grund, weshalb Gott Abraham beruft. And now we can start to understand the problem that needs to be solved. Und jetzt können wir verstehen, was für ein Problem gelöst werden muss. In chapter 3, Im Kapitel 3, right, Adam and Eve decided not to listen to God. da haben Adam und Eva entschieden, nicht Gott zu gehorchen. Right? What happens? Was geschieht? After they disobey God's one commandment, Nachdem sie eines Gebotes Gottes dem nicht gehorcht haben, in a perfect world, in einer perfekten Welt, what happens to them? The first thing I want you to notice, das Erste, was geschieht, in verses 14, verses 17, Vers 14, Vers 17 von Kapitel 3, there's the word curse. da kommt das Wort Fluch vor. Curse.
Fluch. It's a very important and sad word in the Torah. Das ist ein wichtiges und trauriges Wort in der Torah. It appears many times at the end of the Torah in Deuteronomy 28. Wir sehen das am Ende der Tora im 5. Mose 28 viel. God did not create this world to curse it. Gott hat diese Welt nicht geschaffen, um sie zu verfluchen. God did not create this world to curse it. Gott hat die Welt nicht geschaffen, um sie zu verfluchen. God did not create us to curse us. Gott hat uns nicht geschaffen, um uns zu verfluchen. God created us in this world to bless us. Gott hat uns in dieser Welt geschaffen, um uns zu segnen. So suddenly, as a result of disobedience, curses enter into the story. Und plötzlich aufgrund dieses Ungehorsams kommt Fluch in die Geschichte rein. God says to be fruitful, Gott sagt, ihr sollt fruchtbar sein. to have many children. Ihr sollt viele Kinder haben. In 3:16 through 19 of Genesis, In Kapitel 3, 16 bis 19 you'll notice one of the first results on the woman is she has pain in childbirth. Eines der ersten Resultate dieses Ungehorsams ist, dass die Frau Schmerzen haben wird im Kindergebären. Why pain in childbirth? Warum dieser Schmerz? Because it goes against the whole program of being fruitful. Denn es geht gegen das ganze Programm, fruchtbar zu sein. I forgot to do it. Yeah, thank you. Here we go. There we have it. And I want you to notice, do you remember God brings Adam into this special land he creates for him? Ihr seht doch, Gott hat Adam ein spezielles Gebiet gegeben, ein Land gegeben, wo er rein He drin brings wohnen him darf. into this garden that he prepares for him. Er darf in diesem Garten wohnen, den Gott für ihn vorbereitet hat. And in Genesis 3:23 through 24, God kicks him out of the land. Und im Kapitel 3 vom 1. Mose 23 bis 34 wird er verstoßen, vertrieben aus diesem Land. Exile. Er geht ins Exil. So here are the three problems that God needs to fix. Das sind die 3 Punkte, die Gott wiederherstellen, wieder in Ordnung bringen muss. God's plan of redemption has to deal with curses. Gottes Erlösungsplan hat mit Fluch zu tun. God's plan of redemption has to deal with unfruitfulness and death. Gottes Erlösungsplan hat mit Unfruchtbarkeit, Fruchtbarkeit und Tod zu And tun. God's program has to bring the son of Adam or the seed of Adam from exile back into the land. Und Gottes Plan muss den Samen Adams wieder vom Exil zurück ins Land bringen. Now I want you to notice really something very amazing about the story of Adam and Eve. Etwas Wunderbares in der Geschichte von Adam und Eva. It ought to remind you of Israel's story. Ihr solltet euch daran erinnert werden an die Geschichte Israels. You say how? Wie? Well, I want you to think about it. There's a word in Hebrew, Ma'aseh Avot Siman Lebanim. Es gibt ein Wort auf Hebräisch, Messias Avot Simon Lebanin. It means the acts of the fathers are a sign to the sons. Das heißt so etwas wie, was der Vater tut, das ist ein Zeichen für den Sohn. I'd like you to consider Genesis 1 through 11 as it relates to the story of Israel. Wenn ihr 1. Mose 1 bis 11 anschaut, vergleicht das mal mit der Geschichte Israels. God gives Adam and Eve a calling to be fruitful, to multiply, to conquer the earth. Gott gibt Adam und Eva einen Ruf. Sie sollen fruchtbar sein, sie sollen sich vermehren, sie sollen die Erde besetzen. That same call on Adam goes to Abraham, goes to Israel. Dieser gleiche Ruf an Adam geht auch an Abraham und an Israel. In Genesis 2, God prepares a very special place for Adam. Und am Anfang in 1. Mose hat Gott für Adam einen besonderen Platz vorbereitet. And he creates him outside of that place and brings him inside of that place, just like God prepared a land for Israel. Er hat ihn außerhalb dieses Ortes geschaffen und hat ihn in diesen Ort hineingebracht, genau wie bei Israel, wo er auch in das Land hineingeführt hat. God gives Adam a commandment. Gott gibt Adam einen Befehl. How many? Wie viel? Wie viele Befehle? One. Eine Verordnung. If you keep the commandment, you can live in this land. Wenn du dich an diese Verordnung und dieses Gesetz haltest, dann kannst du im Land bleiben. If you don't keep this commandment, you will die in exile. Und wenn du dich nicht daran hältst, dann wirst du im Exil sterben. How does he do? Und was geschieht mit ihm? One commandment in a perfect world, Ein Befehl, eine perfekte Welt, and he fails. und er versagt. And so what ends up happening is God kicks Adam and Eve out of the land. Und wir sehen, Gott
vertreibt Adam und Eva aus dem Land. And what's really interesting is as you continue to read Genesis 1 through 11, the descendants of Adam and Eve keep going farther and farther and farther east from the promised land. Und wir sehen dann in den späteren Kapiteln, die Nachkommen Adams und Evas, die entfernen sich immer mehr Richtung Osten von dem verheißenen Land. Until we find them in chapter 11 in what city? Und dann, bis wir sie dann im Kapitel 11 in welcher Stadt wieder auffinden? Babylon. Babylon. Where did Israel end up when they didn't keep the law? Wo hat Israel hinverschlagen, als sie nicht sich ans Gesetz gehalten haben? Babylon. Babylon. So let me stop and make a very important point Ich here. möchte einen wichtigen Punkt hier betonen. Some people read Genesis 1 through 11 as an encouragement to the people of Israel, don't be like Adam and Eve. Manche lesen 1. Mose 1 bis 11 als eine Ermutigung, das Volk Israel soll nicht sein wie Adam und Eva. But that cannot be the purpose of the story. Aber das kann nicht die Absicht dieser Geschichte sein. How is that story supposed to encourage obedience to the law? Wie soll diese Geschichte uns ermutigen, dem Gesetz zu gehorchen? Adam failed to keep one law in a perfect world. Adam hat versagt. Er konnte ein einziges Gebot in einer perfekten Welt nicht einhalten. Israel received 613 laws in a fallen world. Israel hat 613 Gebote erhalten in einer gefallenen Welt. Do you understand that? Versteht ihr diesen Unterschied? In other words, Genesis 1 through 11 is not there to warn Israel not to be like Adam, Also 1. Mose 1 bis 11 ist nicht da, Israel zu warnen, nicht so zu sein wie Adam, but as a prophecy to show us that Israel would be like Adam. sondern es ist eigentlich eine Vorhersage, Israel wird sich genauso verhalten wie Adam. That one day Israel would go into exile because they didn't keep the laws. Eines Tages wird Israel ins Exil gehen, weil sie sich nicht ans Gesetz halten. And that is exactly how the Torah ends. Und das ist genauso, wie dann die Tora endet. The Torah ends with Moses saying, you will go into exile because of disobedience. Moses sagt am Ende der 5 Bücher Mose, ihr werdet ins Exil gehen, weil ihr nicht gehorchen werdet. Suddenly Genesis 3:15 becomes really important. Plötzlich wird 1. Mose 3,15 sehr wichtig. Because suddenly the hope of humanity is not in keeping the law. Denn plötzlich wird es, die Hoffnung der Menschheit beruht nicht im Einhalten von Gesetzen, But in a promised seed. aber in diesem Samen, der vorhergesagt wird. Genesis 3:15 is like an acorn. Dieses 1. Mose 3,15 ist wie so ein Funke You know what an acorn is, oder right? ein Ahorn. And you've got those animals, Einhörnchen, right? You know Einhörnchen? Yeah. Genau. Squirrel? What's that? I say that. It's hard to say. That's right. That's correct. I want you to think of Genesis 3:15 as the beginning of God's plan of redemption to fix what Adam and Eve broke. Also dieser Anfang und dieser Vers 1. Mose 3,15 ist wie der Beginn und damit von Gottes Plan, um das wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist. Have you ever noticed that in Genesis 4 and following there are a lot of genealogies? Habt ihr oft auch sicher schon festgestellt, dass in diesen ersten Büchern Mose hat es viele so Geschlechtsregister. Why are there so many genealogies? Why are they important? Warum sind so viele Geschlechtsregister da? Warum sind die wichtig? Genesis 3:15. 1. Mose 3,15. God promised that there would be a seed of Adam who would come and defeat the serpent. Gott hat verheißen, es wird ein Same Adams sein, der die Schlange zerstören, besiegen wird. A seed of Adam that would come and fix what Adam broke. Ein Same Adams, der kommen wird und das wiederherstellen wird, was Adam zerstört hat. And if you follow the maps of the genealogy, Und wenn ihr diese Geschlechtsregister durchgeht, looking for the seed of the woman, den Samen der Frau nachfolgt, we land on Abraham. landen wir bei Abraham. Can you read that? Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. I have another test. Ein anderer Test. Sorry.
Tut mir How leid. many times does the word bless or blessing appear in this passage? Wie oft kommt das Wort segnen oder Segen in diesem Abschnitt vor? Four in German? 4-mal auf Deutsch? Only four? Nur 4-mal? Fünf, right? Yeah, Fünfmal. fünf. Okay. What's really remarkable about the fact that the word blessing appears 5 times Was besonders auffallend ist, denn dass es hier 5-mal vorkommt, is that starting in Genesis 3, the word for curse appears throughout the rest of the introduction 5 times. ab 1. Mose 3 finden wir das Wort Fluch auch 5-mal während der Einführung der Torah. God chooses Abraham to completely remove the curse from the earth. Gott erwählt Abraham, um diesen Fluch vollständig von der Erde zu entfernen. God's plan in choosing Abraham was to bring blessing to the whole world. Gottes Plan aber mit Abraham war, ein Segen für die ganze Welt zu sein. I want you to notice that God promises Abraham that he would be a great nation. Wir sehen hier, Gott verheißt Abraham, er wird ein großes Volk sein. In other words, fruitful and multiplied. Also fruchtbar und er wird sich mehren. In Abraham, God is planning to redeem the world and undermine the curse. Durch Abraham möchte Gott die Welt erlösen und den Fluch wieder rückgängig machen. I want you to notice, very interesting, Auch sehr interessant hier, God says, go to the land that I will show you. und er sagt, geh zu dem Land, das ich dir zeigen werde. Now I'm going to say something that might surprise you. Ich werde etwas sagen, das euch vielleicht überrascht. If you look at the boundaries of the Garden of Eden in Genesis chapter 2, Wenn ihr die Grenzen des Garten Edens im zweiten Kapitel des ersten Buch Moses seht, and the rivers that are mentioned and the places where these rivers are, und die Flüsse, die erwähnt werden und wo die Flüsse dann sind, the dead center of that map is the land of Canaan. das Zentrum dieser Karte ist das Land Kanaan. The land from where the river flowed to the ends of the earth. Von dort her ist der Fluss ausgeströmt bis zu den Enden der Erde. I would like to suggest to you that God threw Adam and Eve out of the promised land. Ich mache den Vorschlag, dass wir das so sehen, Gott hat Adam aus dem verheißenen Land herausgenommen. And God's program is to bring the seed of Adam back into that land. Und Gottes Plan ist, den Samen Adams wieder zurück in dieses Land zu führen. God's plan is to bring a king from the seed of Adam to rule over that land and defeat the enemies. Und Gottes Plan ist, dass es ein König kommen wird vom Samen Adams, der über dieses Land regieren wird und die Feinde besiegen wird. Now, as we go through the rest of the Torah, there's something very interesting that happens throughout the story. Wenn wir dann weiter durch die Tora gehen, dann sehen wir einen interessanten Fakt, der immer wieder vorkommt. Did you know that there are poems in the Torah? Wisst ihr, dass es da Gedichte gibt in der Tora? It's very interesting that throughout the Torah, at very interesting places, a person speaks. Wir sehen in der ganzen Tora an interessanten Stellen gibt es eine Person, die spricht. And in the original Hebrew, he speaks in poetic language. Und im Original, im Hebräischen, ist es eine poetische Sprache. And so we could actually relate to the Moses book like a musical. Wir können eigentlich das Buch Mose wie ein Musical uns vorstellen. And if you were to actually identify these songs, Und wenn ihr diese Lieder mal anschaut, there's big songs and there's little da gibt songs. es große und kleine Lieder. Whenever a character is singing, Immer wenn ein Darsteller singt, he's singing similar tunes that the characters before him sang. dann singt er ähnliche Melodien wie der Darsteller zuvor. And you know what they're singing about? Und wisst ihr, worüber sie singen? The Messiah. Über den Messias. The Torah is a musical Tora ist ein Musical, that leads us to the Messiah. das uns zum Messias hinführt. Do you remember we talked about some of the passages that are messianic that you mentioned before? Wir haben über einige Verse gesprochen, die messianisch sind, die wir vorher miteinander aufgezählt haben. Genesis 3:15, 1. Mose 3,15 it's a poem. ist ein Gedicht. Genesis 49, 1. Mose 49, Jacob's blessing, Jakobs Segen, it's a poem. ist ein Gedicht. Numbers 24, Balaam,
4. Mose 24, Bileam And the star out of Jacob, und der Stern von Jakob it's a poem. ist ein Gedicht. What is remarkable is that these poems are the seams that hold the whole story together. Diese Gedichte sind diese Fäden, die die ganze Geschichte zusammenhalten. If you were to follow these songs about blessing, you would see that they bind the whole story together. Wenn wir diesen Liedern, den Segensliedern, die mal anschauen, sehen wir, dass die ganze Handlung zusammenhalten. And what's remarkable is that you have these very large poems that come at the end of long stories. Und es sind diese langen Gedichte, die am Ende von großen Geschichtsabschnitten vorkommen. And they look very similar. Und die sind alle ein bisschen ähnlich. Notice Genesis 49, verse 1. Zum Beispiel 1. Mose 49, 1. Can you read it? Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. In künftigen Tagen. Künftigen Tagen. What is künftigen Future Tagen? days. Future days. Future days. But you know what? In Hebrew, it's not future days. In Hebräisch heißt es nicht zukünftige Tage. That's not what the phrase says. It does not say future Es days. sagt nicht zukünftige Tage. Ba'acharit yamim. I let it stand. Where's Nati? Nati's hiding. He's preparing for the lesson. Ba'acharit yamim means the last days. Es heißt die letzten Tage. That's what that means. Das Wort auf Hebräisch bedeutet die letzten Tage. It's a phrase that appears very often in the prophetic literature. Das ist ein Wort oder eine Formulierung, die immer wieder vorkommt, wenn es in prophetischen Geschichten gesprochen wird. So what is Jacob's poem about? Worüber spricht denn Jakob hier? What God will do when? Was wird Gott tun dann In the last days. in den letzten Tagen? And then in verses 8 through 12, he talks about this coming king Und dann in Versen 8 bis 12 spricht er über diesen zukünftigen König. who will grab his enemy by the back of his neck. Er wird den Feind hinten am Hals fassen. Why the back of the neck? Warum hinten am Hals? What does he have a hold of? Was wird er packen? How do you say head? Kopf. The Kopf, the Kopf. Here's a Messiah, a king that comes in the last days and grabs a hold of the enemy by the head. Das ist ein Messias, der kommen wird in den letzten Tagen. Er wird den Feind am Kopf packen. From the tribe of Judah. Vom Stamm David. And his Judas. brothers are bowing down to him. Und die anderen werden sich verneigen, die anderen Brüder. And the nations are worshiping him. Und die Nationen werden ihn verehren. And it says that he takes his donkey and he ties it to a grapevine. Und es heißt, er wird den Esel nehmen und an eine Staude, eine Weintraube binden. Why tying it to a grapevine? Warum an eine Weintraube? When you think of a grapevine, you usually think of something thin and flimsy and breakable. Wenn wir über eine Rebe nachdenken, dann denken wir, dass etwas ganz dünn ist und es kann bewegt werden. But the reason he could tie this donkey onto a grapevine is because it's going to be so productive that the grapevines are going to be thick and juicy. Der Grund, wieso er den Esel an diese Rebe binden kann, ist, die Rebe wird so fruchtbar sein, dass sie richtig dick und fest ist und da kann den Esel anbinden. Paradise restored. Das Paradies ist So that's wiederhergestellt. Jacob's song about the last days. Das ist Jakobs Lied über die letzten Tage. I would like you to notice now Balaam's song. Und dann sehen wir hier, was Bileam gesagt hat. Und nun siehe, da ich zu meinem Volk ziehe, so komm, ich will dir sagen, was dieses Volk, deinem Volk, in den letzten Tagen tun wird. What is Jacob's poem about? Worüber spricht das Lied von Bileam? Von Jakob? Jacob's Song. Den letzten Tagen. Bileam is the last days. That says the last days. That's the same phrase found in Genesis 49. Im Hebräischen ist das die gleiche Formulierung. And immediately then Balaam starts to speak about that star that will come from Jacob and crush the head of Israel's enemies. Und dann Bileam spricht dann über den Stern, der von Jakob kommen wird und die Feinde besiegen wird. Do you see a pattern here? Seht ihr das Muster hier? What was Jacob doing when he was speaking about the last days? Was hat Jakob getan, als er über die letzten Tage gesprochen hat? Blessing. Über Segen. What was Balaam doing?
Und was hat Biliam gemacht? He was trying to curse, Er wollte sie but it verfluchen, kept coming out blessing. aber am Ende hat er sie immer gesegnet. Really interestingly enough, the Torah ends with 2 other poems. Und am Ende der Tora sind nochmals 2 Gedichte. You have the Song of Moses, Deuteronomy Ich habe 32, das Lied Mose im 5. Mose and the what of Moses in Deuteronomy und 33? noch etwas anderes von Mose, Blessing. der Segen von But I Mose. want you to notice how Moses introduces these last poems. Aber ich möchte euch zeigen, wie Mose diese letzten Gedichte einführt. Can you read that? Denn ich weiß, dass ihr nach meinem Tod gewiss verderblich handeln und von dem Weg abweichen werdet, den ich euch geboten habe. So wird euch am Ende der Tage dieses Unheil treffen. So redete Mose die Worte dieses Liedes vor den Ohren der ganzen Gemeinde Israels bis zu Ende. What is Moses singing about? Worüber spricht Mose hier? The last days. Die letzten Tage. And then in Deuteronomy 32, verse 43, Und dann in 32, 43 he talks about when God will come and atone for the people in the land of Israel in the last days. spricht er über Gott, der kommen wird und die Sünden Israels sühnen wird in den letzten Tagen. In Deuteronomy 33:5, he talks about a king who will gather Israel's tribes. Und er spricht dann in 33, 5 und 7 spricht er über einen König, der die Stämme Israels vereinen A wird. king from the tribe of Judah. Ein König vom Stamm Juda. And so what we see in these amazing songs that tie the whole storyline together, Was sehen wir in diesen wunderbaren Liedern, die die ganze Geschichte zusammenhalten? blessing, seed, and land, all restored in the last days through the Messiah. Segen, Same und Land werden alle an den letzten Tagen durch den Messias The wiederhergestellt. seed of the woman. Der Same der Frau. The Torah and the hope of the Torah is not in the law. Die Tora und die Hoffnung der Tora beruht nicht auf dem Gesetz. The law is good, the law is beautiful. Das Gesetz ist gut und ist schön. But already in the opening chapters of the Torah, we already see a picture of what will happen to Israel. Aber schon in den Einführungskapiteln der Tora sehen wir, was mit Israel eines Tages geschehen wird. The Torah does not present the hope of Israel and the nations in the law. Die Tora zeigt uns nicht, worauf Israel sich hoffen kann, ihre Hoffnung setzen kann. But in the seed of the woman who will come in the last days. Aber der Same der Frau, der in den letzten Tagen kommen wird, darauf können sie hoffen. Okay, so I want to conclude. Ich möchte abschließen. Have you ever heard of a Sabbath pin? Habt ihr jemals über einen Sabbatsplint gehört? Probably not. Wahrscheinlich noch nie. So, like in Switzerland, every Israeli has to join the army. Wie in der Schweiz müssen auch jeder in Israel muss in die Armee gehen. And so I was in the army. Ich war auch in der Armee. I was a medic. Ich war ein Sanitäter. I was a bad medic. Ich war ein schlechter Sanitäter. I didn't like blood. Ich habe Blut I didn't gehasst. like needles. Ich habe Nadeln nicht gemocht. I didn't like hospitals. Und ich war nicht gerne im Spital. Please don't get hurt when you're with me. So, bitte verletzt euch nicht, wenn ihr mit mir zusammen seid. But I was also given a gun, Aber mir wurde auch ein Gewehr, eine Waffe gegeben. an M16. M16. Have you ever heard of an M16? Habt ihr schon mal davon gehört? Right? It's an American Das ist ein gun. amerikanisches Gewehr. And so when you're given this gun, they teach you how to clean it. Und wenn du das Gewehr hältst, dann wird dir gezeigt, wie du es reinigen musst. And you have to open up, there's a button you press and the gun breaks in two. Es gibt einen Knopf, da kann man dann das Gewehr auseinanderklappen. Then you pull out this metal piece that's called a firing chamber. Und dann siehst du da die Kammer, ziehst du raus. Then you take a little screwdriver Und dann nimmt man einen kleinen Schraubendreher. and you take out, there's a little pin that you have to take that pin out. Und dann ist ein kleiner Splint, den man rausnehmen muss. And when you take that pin out, the whole firing chamber comes apart. Und wenn man den Splint rauszieht, dann fällt die ganze Kammer auseinander. Then you have to clean up all the parts every day. Da muss man alle Teile nehmen und reinigen. And after you've cleaned it really well, you put it all back together. Und dann, wenn man alles gut gereinigt hat, dann macht man alles wieder zusammen. You put the pin back in Und dann den Splint kommt dann wieder rein. and you close the gun. Und dann schließt man das Gewehr wieder. When I was a soldier, we called that the Sabbath pin. Als ich ein Soldat war, haben wir das den Sabbatsplint genannt. Why the Sabbath pin? Warum den Sabbatsplint? If you lose that pin, Wenn du diesen Splint verlierst, you can use the gun to row a boat. dann kann man damit zum Beispiel ein Boot rudern. You can use the gun to play baseball. Dann kann man Baseball damit spielen. You can use the gun to scratch your back. Dann kann man den Rücken kratzen damit. But you can't use the gun to do what it was called to do. Aber dann kann man damit nicht das tun,
wofür es eigentlich geschaffen wurde. So if a soldier loses that pin, Wenn ein Soldat diesen Splinten verliert, he does not get to go home on the Sabbath. dann kann er am Sabbat nicht nach Hause. It's called the Sabbath pin. Deshalb nannten wir es den Sabbatsplint. Let me suggest to you that yes, the Messiah is not found a lot in the Torah. Ja, der Messias kann man in der Tora nicht viel sehen. But Aslan, the lion, does not appear a lot in the book of The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Auch Aslan der Löwe kommt in König von Narnia nicht viel vor. If you remove the lion, the book doesn't work. Wenn man den Löwen entfernt, dann funktioniert die Geschichte nicht. If you remove the Messiah, the Torah does not work. Wenn man den Messias entfernt, dann funktioniert die Tora nicht. If not the Messiah, we have no hope. Ohne Messias haben wir keine Hoffnung. The Messiah is the linchpin. He's the Sabbath pin of the Torah story. Der Messias ist dieser Pin, dieser Splint, der alles zusammenhält in der Tora. If I had time, I could show you that throughout the rest of the Old Testament, the Messiah always appears in the most strategic places in the books. Wenn wir Zeit hätten, können wir durch das ganze Alte Testament gehen und wir sehen immer dann, wenn es wirklich wichtig ist, dann wird der Messias erwähnt. We don't need to talk about quantity. Wir müssen nicht über große Menge, über Quantität We sprechen. talk about Wir quality. sprechen über Qualität. Without the Messiah, the Torah's storyline would be a tragedy. Ohne Messias wäre die Tora-Geschichte eine Tragödie. But because of the Messiah, we know that God's program of redemption will be accomplished. Aber wegen des Messias wissen wir, dass Gottes Programm für die Erlösung so sich abspielen wird. I believe that when we read the Torah as a book, Ich glaube, wenn wir die Tora als ein Buch lesen, when we follow its message carefully, wenn wir die Botschaft der Tora genau anschauen, we can truly see that the Messiah is in fact the goal of the Torah. dann sehen wir ganz klar, Christus ist das Ende oder das Ziel des Gesetzes. As Paul says, can you read that? Wie Paulus sagt in Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. The word there for enda in Greek is telos. Auf Griechisch für Ende ist telos. And telos very frequently means goal, Und telos wird oft gebraucht als Ziel. the final point. Der letzte Punkt. The Messiah, Jesus, is the goal of the Torah. Der Messias, Jesus, ist das Ziel der Tora. Moses reading, Lesen wir Moses Jesus seeing. und dann sehen wir Jesus. Amen. Amen. God bless you.